worlds collide with darkness tide as we sink into the abyss. Ich sehe das nicht ein. Ich find's halt auch assi, weil das jetzt schon... Das ist so hohl. Es gibt doch Verträge, Mann. Müssen wir erst... Ach, scheiß drauf, Digga. Was ist los? Wir kommen hier an und hier sind 80.000 Treppen. Ja. Antonita hat Burger. Nee, lass mal raus heute. Ach, Burger wäre auch okay. Nee, das wird Mal so einen guten Burger, so einen frischen. Nee, nein. So, jetzt gehen wir mal rein und gucken uns das Elend mal an hier. Oh, geil, Christian. Da gehen wir hin. Hier gibt's Muscheln. Ja, lecker Muscheln essen. Endlich Bin wieder ich voll dabei. Muschelfetzen, Digga. Ich hab heute frei. Halt, meine Mate muss Wir haben heute das MacBook am Start stattdessen. Ja? Superior Drama. Und ich bin raus. Tschüss. Ja. Zeig euch mal den schönen Ladeweg hier. Oh, ich dachte, das wäre eine Kante. Alter, hast dich fast langgelegt. Ja. Hallo. To meet you. A picture Yeah. together? Welcome to Madrid. Thank you. See you later. See you later. Das ist die Ladesituation hier in diesem Club. Hier hat die ganze Crew den ganzen Kram untergeschleppt heute. Ich glaube, wenn man hier stolpert. Wir finden jetzt gerade noch eine Lösung wegen dem HDMI-Kabel. Heißt? Ja, dieses Kabel, was da so lose runterkommt, das ist das HDMI-Kabel von denen. Ich habe gerade gefragt, Lisa meint, es ist bei Simon. Wir haben einen HDMI-Verbinder mit, verlängern das jetzt hier einmal und stecken es dann an. Also gerade hier ist kein HDMI drin. Steckt ja auch bei unserem Scaler. Kein Display. Dann nimm mal den Laptop und steck dich da direkt dran und guck, ob es da geht. Es ist immer noch die Möglichkeit, mit vereinten Kräften die Scheiße wieder runterzujubeln und darüber zu bauen. You can leave it like this. Perfect. Yes, this one control that right there. Can I see? Yeah. Nicht nervig, jedes Mal runter zu rennen. Ich krieg den Slice gerade nicht bewegt, weiß nicht warum. Sicher, dass die Leinen an sind? Ja. Müsste eigentlich was kommen. Ist das ein Kreis für euch oder ist das breit gezogen? Also wir haben jetzt noch eine LED-Wand und zwar diese da hinten. Und wir können jetzt hier unsere Show abfahren, weil wir die von dem Club nutzen dürfen. Das Lustige ist aber, die LED-Wand ist nicht nur da hinten eigentlich, sondern die ist hier überall im Raum verteilt. Man hat hier quasi Surround-LED, aber die dürfen wir nicht nutzen, weil das ist nur bei Techno-Partys erlaubt. Deshalb macht man die Rockshows ein bisschen kleiner und unwichtiger, weil Techno ist ja... Ne? Schon fett 3 gemacht? Ja, ja. Oh my god. Thank you. See you later. So, halt so richtig, so ein bisschen wie in Russland, so Fans, die komplett abdrehen. Ja, Weil die das nicht gewöhnt sind, dass Bands hierher kommen. das ist Das geil. ist, glaube ich, wild. Ja. Mark my words für später. Nudeln gibt's da. Das war halt jetzt das bestbewerteste Restaurant im Umkreis. Wir sind heute in Madrid und wie das in Spanien so üblich ist, gehen wir jetzt italienische Pasta essen. Dafür laufen wir jetzt ungefähr 800 Meter in diese Richtung. Weil der Laden hat einfach 4,8 Sterne bei 16.000 Bewertungen. Und das lassen wir uns als internationale Foodtester natürlich nicht entgehen. Freunde, also kommt mit. Jetzt aber schnell, pronto. Achtung, Stufe. Tatsächlich waren wir noch nie in der Stadt, außer mal ganz kurz, glaube ich, auf der WC-Tour. Jo, wir sind hier übrigens gerade auf der Puerta del Sol. Das ist die Statue von König Carlos III. Also die Statue wurde 98, glaube ich, errichtet, wenn ich mich nicht täusche. Und der wurde damals als Bürgermeister der Stadt bezeichnet, weil er die Stadt so im 18. Jahrhundert ziemlich modernisiert hat. Wir stehen jetzt hier gerade vor einer Pharmacia. Und Christoph braucht noch ein Nasenspray. Und er hatte gerade sein Handy in der Hand. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er ChatGPT gefragt hat, was Nasenspray auf Spanisch heißt. Conquistado Nasal, falls das jemand wissen will. Auf jeden Fall ist es hier wunderschön. Man könnte fast meinen, dass das die Hauptstadt ist von dem Land. Und es ist wieder mal krass, dass wir sowas hier sehen dürfen. Und dass wir hier spielen und dass hier Leute kommen zu unseren Shows. Die Leute stehen auch schon um 4 vor der Venue.
und fangen uns ab und wollen Fotos und Autogramme. Ich glaube, das wird halt echt wild. Und jetzt gehen wir erstmal was essen. Nudeln. Die Tür ist im Eimer, Digga. Wir kommen nicht raus. Oh nee. Also wir haben jetzt folgende spannende Situation, dass wir eigentlich von hier jetzt zur Show gehen wollten, aber gar nicht rauskommen, weil die Tür scheinbar klemmt. Oder wir keinen Saft haben, was auch immer. Also wenn der scheiß Motor jetzt kaputt geht wegen mir. Du hast gesagt, der Jonas kann das halt, deswegen. Das ist wie ein Auto, oder? Ja, wartet mal, der muss ja erstmal pneumatischen Druck aufbauen. Ja, der Motor läuft ja auch noch nicht. Ich würde den jetzt erstmal vorheizen. Das Pedal drücken, das große. Bremse. Ja, und jetzt Schlüssel drehen. Nee. Oh, Alter, wie das zischt, wenn ich auf der Bremse rumdrücke. Hör mal. Sorry. Hey, ich mach das wenn dann selber, ja? Los, Schlüssel jetzt einmal bis zur Zündung. Ja. Alter! Warum versuch mal hinten? Ja, wir haben gedreht. Geht nicht? Ne. Nee. Aber warum machst du denn aus? Hä, sag das doch früher! Was? Notfall. Wir hätten einfach die Fahrertür öffnen können. Hätte auch zu sein können. Ja, gut. Ja, dann gehen wir halt da raus. Einmal mit Profis. Wir haben es, glaube ich, geschafft. Jetzt müssen wir nur noch schnell da rein. Ich muss noch schnell Flossen waschen, weil ich habe noch Haarwachs an den Händen. Heute ist alles chaotisch. Im Süden ist alles verrückt. Das ist unser Backstage-Raum. Gibt es ein Waschbecken und ein bisschen Wasser. Hier kann man chillen, hier ist Chill-Lounge. Hier chill ich jetzt. Hier habe ich mir heute Morgen mein Gesicht rasiert. Kein. Hier. Und guck mal, hier ist die Steckdose. Und mein Kabel war genau lang genug, dass ich hier so stehen konnte und war so mit meinem halben Gesicht so. Deswegen, falls ich heute komisch aussehe, seltsam. Einmal alles bitte, Herr Ober. Just me, I'm alone. Okay. Okay, perfect. You are amazing. Love ya. Also Madrid, das war richtig crazy, insane. Ich hatte zwar irgendwie so eine Klimaanlage, die auf 3000% direkt auf meinen Nacken gezielt hat für 1,5 Stunden. Aber wenn ich das überlebt habe, bin ich trotzdem sehr happy mit der ganzen Show. Es war echt fett. Nice. Zerknitterte, faltige Gesichter hier. Also. Viel zu heiß. Was planen wir heute? Was? Was der Plan wir heute? Wir spielen heute die letzte Show von der vom ersten Tourblock hier in Lissabon. Und wir sind alle auch schon etwas gerädert irgendwie, so auch wenn es jetzt nur 2 Wochen waren, aber ich glaube, wenn wir jetzt 3 Wochen Ruhe haben, dann geht es mit doppelter Geschwindigkeit und Power in die zweite Hälfte. Aber da sind wir ja noch gar nicht. Heute genießen wir erstmal das schöne, warme, portugiesische Wetter. Können wir das mal zeigen? Guck mal, hier ist die Hälfte der Koffer ist schon raus und es sieht trotzdem so aus, als würde man einen Herzinfarkt kriegen, wenn man hier reinguckt. Man kommt hier in der Regel rein, dann ist hier rechts auch alles voll. Und dann denkst du dir so, komm, ich hol mir schnell ein frisches Paar Socken. Und dann musst du aber erstmal hier kurz mal in der Versenkung verschwinden, um das überhaupt machen zu können. Und im Optimalfall gehst du auch ins Gym, weil so ein 20-Kilo-Koffer, den kannst du mal nicht eben einfach so umrollen. Ne? Wilhelm. Wilhelm, du wirst gefragt. Was? Rufen von Chris Helm. Helmos. Friedhelm, die Aufnahme.
Soll ich die für heute mal alle, ich zieh die heute noch alle rüber. Also guck, dann muss man leider manchmal auch ein Arschloch sein und sowas machen. Saw you in the rearview mirror, streetlights sketching you in gold. Just enough when you were gone. Kann man so weit gucken, hier sieht man sogar die Golden Gate Bridge da hinten. Nice. Jo, wir sind gerade bei der Miradoro Senhora do Monte in Portugal angekommen und da gibt es eine mega Aussicht über die Stadt. Also nicht nur in Portugal, wir sind in Lissabon, um genau zu sein. Und dachten, wir fahren hier mal kurz die 5 Minuten hin. Gucken mal, wie schön das hier aussieht. Ich gehe gerade ein, ich brauche noch ein paar Sardellen. Gut, dass es hier einen Shop dafür gibt. Die alten da. Ich liebe Fisch. Ich habe jetzt hier so eine schöne Sardinenbox mit der Special Edition von 2025 und noch ein paar andere. Ja, ich esse das gar nicht, aber es ist cool, es spricht mich an. Ist schön bunt. H. Fiss. Genau, dann nochmal E. Der Pethelm hat eine schwere Krankheit bekommen gestern. Also der ist richtig krass erkältet mit Fieber und allem. Deshalb springt Simon schnell ein. Hat sich jetzt die Songs drauf gedrückt. Er muss ja auch Peters Gitarrenpart spielen. Deshalb habe ich ihm jetzt kurz noch, also den Akustik-Gitarrenpart, Akustikgitarre. Und deshalb habe ich ihm den schnell beigebracht. Und das übt er jetzt noch und dann geht's ab. Wir haben tatsächlich noch bis kurz vor der Show gehofft, dass Peter sich noch fängt. Aber ihm geht's richtig schlecht. Er hat gerade eine Nachricht geschickt aus dem Hotel, dass er heute wirklich nicht spielen kann, weil er kaum aus dem Bett kommt. Wir haben natürlich Glück im Unglück, dass es die letzte Show ist vor der Pause. Danach kann er sich ja recovern. Wahrscheinlich kriegen wir das dann auch noch alle. Aber jetzt für Lissabon mussten wir uns was einfallen lassen. Und leider ohne Peter. Sorry, Lissabon. Aber das ist immer noch besser als Absagen. Und ja, mal gucken, wie es wird. Bist du excited? Ich bin sehr excited, vor allem aber wünsche ich Peter ganz schnelle und gute Genesung, dass er ganz schnell wieder fit wird. Weil das Ding steht ihm auf jeden Fall viel besser, weil das hängt mir einfach zu tief. Ja krass, jetzt steht hier nicht mehr der Peter, sondern der Simon für die letzte Show. Ja. Wir hätten uns natürlich ein schöneres Ende gewünscht, aber Simon ist auch ein sehr schöner Mensch, also es ist eigentlich auch schön. Ja. Nein, umso schöner, dass wir trotzdem die letzte Show noch spielen können, trotz Peters krassen Infekt. Und mal gucken, was passiert. Es wird spannend heute, oder? Goal, goal, goal! Goal, goal, goal! I've been waiting for this show ever since it was announced. It blew my mind. I loved every second of it. Thank you. Annisokay, it's my drug, man. I'm addicted. What a great show. Thank you, guys. This was one of the best shows this year. Thank you so much, Annisokay, and I hope to see you soon in Portugal. So Leute, das war die letzte Show der ersten Hälfte der Abyss Part 2 Europe Tour. Und das war wirklich richtig fett. Wir machen jetzt ein paar Wochen Pause und dann geht es weiter mit dem zweiten Teil. Und ja, das sind dann nochmal so viele Shows. Und wir freuen uns jetzt schon mega drauf. Wir sehen uns. Bis dann. Chase the harmony. That's the most wonderful thing that you might ever happen to you, because you chase the harmony.
Okay.